schwieriges Problem. Sogar für manche von den schlauesten Köpfen, die wir hier haben, hat es 2 Jahre lang an Investitionen gedauert und Zeit. Als wir das Geschäft mit den Retouren von Haushaltsgeräten angefangen haben, waren wir für das erste Mal mit der Problematik konfrontiert, dass diese Ware nicht verpackt ist. Die Geräte standen lose im Lager und irgendwie mussten die Geräte intakt zu euch ankommen. Und das war für mich ein neues Problem, ein Thema, das ich noch nie in der Vergangenheit hatte. Wir haben so irgendwie provisorisch angefangen zu versuchen, verschiedene Methoden, wie wir die Geräte beschützt weiter transportieren. Es gab unendlich viele Probleme. Es gab natürlich Beschwerden. Aber eins wurde mir klar, dass die meisten Kunden mit sowas seit Jahren gelebt haben. Das bedeutet, ihr als Kunden vor der El-Vinci, so wie ich es immer wieder gehört habe, habt ihr was bestellt von verschiedenen Händlern. Und es gab auch Situationen, die ich erfahren habe, dass die Ware gar nicht verpackt angekommen ist. Auf dem ganzen Weg im LKW wurden Kühlschränke mit Waschmaschinen gekratzt oder war die Ware gebrochen. Und das wollten wir natürlich gar nicht haben. Ich wollte keine Beschwerden haben, ich wollte keine enttäuschte Kunden haben. Ich wollte, dass ihr das genau, was ihr im Lager seht, in eurem Laden weiter bekommt. Es war natürlich ein langer Weg. Wir haben zu wenig oder das falsche Verpackungsmaterial verwendet oder falsch palettiert. Wir haben Rückmeldungen bekommen. Wir haben versucht, uns zu verbessern, so wie wir es immer machen. Und irgendwann mal haben wir ein relativ angenehmes Niveau erreicht, wo wir wussten, was zu tun ist. Und so wie wir das in der El-Vinci machen, wir haben es auch systematisiert. Das nächste Thema, was wir erlebt haben, da die Geräte nicht verpackt waren, war, wir kommen unverpackte Waschmaschinen und Kühlschränke auf Paletten, sodass wir so viel wie möglich in diesem Raum, was ein LKW anbietet, euch zukommen lassen können. Ich weiß noch, wir haben damals mit Nico, der als Lagerist gearbeitet hat, und Adriano und ein paar andere Leute, die bei uns waren, angefangen, Ideen zu entwickeln. Wie können wir diese Haushaltsgeräte auf Paletten so verpacken, dass die erstens nicht auf dem Weg kaputt gehen, intakt zu euch ankommen und gleichzeitig, dass ihr auch an Versandkosten spart. Einfach war es nicht. Wieder haben wir versucht, natürlich schwere Geräte mit leichteren zu kombinieren, die Palette so hoch wie möglich zu stapeln. Wir haben Verschiedenes probiert. Wir haben wieder geschafft, bis zu 120 Geräte an irgendeinem Punkt in einem LKW rein zu verpacken. Aber wir waren auch nicht zufrieden. Mir war es bewusst und wir haben gemerkt, wenn der eine Lagerist, der sich daran spezialisiert hat, gefällt hat und jemand anderen den Job übernommen hat, dann waren die Geräte wiederum nicht so gut auf den Paletten verpackt. Und dann habt ihr als Kunden nicht die erwarteten Mengen bekommen. Natürlich, damals hat ein LKW von Deutschland zum Beispiel nach Osteuropa 1.000 Euro oder 1.200 Euro gekostet. Heutzutage ist dieses Thema noch relevanter und noch wichtiger, dass die Preise so gestiegen sind. Es gibt Lieferungen, die 2.500, 3.000 Euro kosten. Deswegen, desto relevanter ist es, dass wir so viel wie möglich in einen LKW reinpassen. Ich möchte für euch nichts im Zufall hinterlassen. Und somit haben wir angefangen, eine Palettierungs-App für euch zu entwickeln, um sicherzustellen, dass ihr das Maximum von dem Raum vom LKW für euer Geld immer bekommt. Und das Maximum bedeutet für mich die größtmögliche Menge und dass die Ware intakt, geschützt zu euch ankommt. Etwas anderes, was uns klar geworden ist, als wir angefangen haben, das skalierbare System mit der Logistik anzuwenden und als wir angefangen haben, komplette Pakete
an euch zu verkaufen, an unsere Kunden zu verkaufen. Wir haben Pi mal Daumen geschätzt, was in einen LKW reinpasst. Und diese Schätzung war nicht immer perfekt. Entweder war die Ware nicht perfekt palettiert, wie ich vorher erwähnt habe, und da hat nicht die Gesamtmenge im LKW gepasst, oder hat derjenige, der es kalkuliert hat, nicht zu 100% einen perfekten Job gemacht hat. Wir hatten immer wieder Situationen, wo der Logistiker, als der LKW beladen wurde, uns angerufen hat und gemeint hat, entweder dass 2 Paletten übrig bleiben, die passen nicht im LKW, die müssen mit dem nächsten Auftrag abgeholt werden, was wiederum das große Problem verursacht hat. Er hat einen Lieferschein, worauf die gesamte Menge steht, und auf einmal sind 2 Paletten nicht mit inbegriffen. Und ich habe eine Rechnung anhand dieses Lieferscheines bekommen, und da mussten wir die gesamte Papier umändern. Oder wenn ihr einen Paketpreis bekommen habt, welchen Wert habt ihr hinterlassen? Und ein anderes Problem, was erschienen ist, dass wir auf einmal 2 extra Lademeter leer im LKW haben, nachdem wir den LKW beladen haben. Was wiederum den Stress verursacht hat. Wir mussten schnell 2 Paletten, solange der LKW dort gestanden ist, mit Waren finden, diese euch zu verkaufen, diese schnell zu verpacken, sodass der LKW voll ausgelastet ist, sodass ihr auch an Kosten sparen könnt. Stress pur, was wir ein paar Jahre lang erlebt haben. Desto wichtiger ist diese Palettierungs-App geworden, weil diese Palettierungs-App hat sichergestellt für die Kunden, die einen vollen Laster kaufen wollten, dass dieser Laster zu 100% voll ist. Dass wir die genauen Lademeter, die wir mit der App kalkuliert haben, immer wieder perfekt in den LKW reinbringen können und dass ihr genau wisst, was ihr bestellen sollt, wie viele Lademeter und einen vollen Laster. Andersrum, wir durften, als wir die Logik dieser App entwickelt haben, wir durften kein starres System entwickeln. In der Sinne, dass kein Logistiker dieses System anwenden würde. Wir mussten dann analysieren, wie alle Logistiker oder unsere 2 Logistiker damals arbeiten und ein System entwickeln, das an deren Anforderungen und Arbeitsweise angepasst werden könnte. Und wir haben die Logistiker dann gearbeitet. Die haben durch Zufall irgendwelche Geräte geholt als erste und angefangen, diese zu palettieren. Das bedeutet, wir dürfen keine Applikation entwickeln, die darauf bestehen wurde, du holst diese eine Waschmaschine von ganz hinten und die verpackst du als erste. Das würde nie im Leben funktionieren. Schwieriges Problem. Sogar für manche von den schlauesten Köpfen, die wir hier haben, hat es 2 Jahre lang an Investitionen gedauert und Zeit, dass wir dieses System entwickelt und diese Logik, die euren LKWs, die ihr heutzutage von uns bekommt, so bekommt. Unterm Strich, kurz zusammengefasst, ihr bekommt von uns volle LKWs. Ihr bezahlt für keine Luft in den LKWs. Ihr bekommt von uns top verpackte Ware. Wir haben ein System entwickelt, sodass die Ware, so wie diese im Lager steht, ganz genau in diesem Zustand zu euch im Laden auch stehen kann. Ihr bekommt von uns keinen Stress. Und auch wenn sowas vorkommt, dann könnt ihr sicher sein, dass wir das nächste Produkt für euch entwickeln werden, sodass dieser Stress nicht mehr existiert in der Zukunft. Im Endeffekt, das ist das L-Venture-System. Ja? Einfache Bestellung. Ihr seht, was ihr bestellt. Absolute Transparenz. Wir haben die Beschreibung, die euch alles sagen kann, was ihr benötigt, um auszuwählen. Bilder, faire Preise, eine Klassifizierungsskala. Es gibt keine ABC mit Diskrepanzen oder Meinungsunterschieden. Gut verpackte Ware. Ihr bekommt die Lademeter, die ihr bestellt habt von uns, keine Unterschiede. Ihr bekommt die Ware intakt und ihr bekommt einen festen Partner an eurer Seite. Ein offenes Ohr für eure Themen, für eure Probleme, für eure Wünsche. Und jemand, mit dem ihr eure Zukunft zusammen planen könnt. Wir planen unsere Zukunft nicht
mit uns oder für uns, wir planen eine gemeinsame Zukunft. Weil wachsen können wir nur gemeinsam. Wachsen können wir auf gar keinen Fall alleine. Wir sind eins. Und ich meine eins nicht nur als Helvetia-Team mit dem Kunden, wir sind auch eins als Helvetia-Team mit unseren Lieferanten. Wir stellen ein großes Ökosystem hier sicher. Wir stellen eine sichere Zukunft für uns alle zusammen.